Nun präsentieren kreative Köpfe aus Japan ihre musizierenden Tamagotchis. Die verrückten Erfinder der Fun Music, jetzt bei Trax. Dieses Instrument heißt Otamaton. Wenn man auf den Hals drückt, erklingen Töne. Und so ändert sich die Klangfarbe. Kombiniert man beides miteinander, entsteht Musik. Wer mit 88 Klaviertasten völlig überfordert ist, nicht weiß, wo bei einer Posaune vorne und hinten ist oder Tonleitern im Baumarkt kaufen würde, sollte es mal mit einem Otamaton versuchen. Dieses notenförmige Instrument, das aussieht wie ein langgezogenes Spermium, hat seinen Erfinder Nobumichi Tosa zum Guru der Fun-Music-Bewegung gemacht. Und die liegt in Japan gerade voll im Trend. Für mich liegt das Problem der westlichen Musikwelt darin, dass die Leute dort unbedingt den richtigen Ton treffen wollen. Früher hatten unsere Instrumente eine Persönlichkeit. Man malte ihnen Gesichter auf, von Göttern zum Beispiel. Doch die abendländische Kultur hat diese animistische Seite völlig verdrängt. Auch wir waren plötzlich auf der Suche nach dem richtigen Ton. Und wenn wir jetzt ein Instrument in die Hand nehmen, empfinden wir diese Perfektion als befremdlich. Ich selbst bekam als Schüler eine Mundharmonika geschenkt und die mochte ich überhaupt nicht. Mit dem Otamaton ist das anders. Es bringt alle Elemente der animistischen Welt zurück, die von den westlichen Instrumenten ausgelöscht wurden. Nobumichi Tosa ist also der Überzeugung, dass alle herkömmlichen Instrumente immer dieselbe Leier spielen. Seit Urzeiten zerbricht sich der Mensch den Kopf darüber, wie er auf ganz neuen Wegen Töne produzieren könnte. Aber egal, ob das Stinktier-Theremin, die im 19. Jahrhundert erfundene Bierflaschenorgel, ein mit Flipflops gespieltes Tatanophon oder das Gastophon von Gaston Lagaffe. All diesen Geniestreichen geht rasch die Puste aus. Wenn man außerdem, anders als die Briten von Muse, die das Gerät auf ihrem letzten Album einsetzen, kein Gitarrenvirtuose ist, hilft einem auch die Kitara nicht weiter. Und wie eine Kristallkugel bleibt ebenso die 2010 in Bristol entwickelte Alpha Sphere den meisten Menschen ein Rätsel. Doch für alle, die es nicht aufs Konservatorium geschafft haben, bietet die Fun Music aus Tokio neue Lichtblicke. Hier führt der 45-jährige Nobumichi Tosa ein ganz spezielles Unternehmen, Meiwa Denki. Bitte treten Sie ein. Hier ist das Atelier von Meiwa Denki. Der Animismus-Gedanke des japanischen Shintoismus besagt, dass jedes Objekt eine Seele hat. Deshalb haucht Nobumichi Tosa seinen Maschinenleben ein, wie dem Lachroboter Wahagogo. Inspiriert von den geflügelten Zeichentrickrobotern seiner Kindheit, baut Nobumichi 1993 sein erstes Musikinstrument, das Pachimoku. Während meines Masterstudiums an der Uni habe ich eine nutzlose Kunstmaschine gebaut. Aber die Japaner haben eine sehr begrenzte, konservative Vorstellung von Kunst, in der meine Erfindung keinen Platz hatte. Deshalb wusste ich, dass diese unnütze Maschine in der Kunstwelt nicht akzeptiert werden würde. Doch dann hatte ich die rettende Idee. Ich stellte das Gerät nicht als Künstler vor, sondern als Elektroingenieur. Tosas Ideenreichtum liegt in der Familie.
Sein Vater, ein ehemaliger Luftfahrtingenieur, gründet 1969 das Elektronikunternehmen Meva Denki, welches 10 Jahre später in Konkurs geht. Tossar und sein Bruder treten 1993 ihr Erbe an und verwandeln die Firma in eine Kunstfactory. Auf Grundlage der bei Meva Denki entwickelten Prototypen entstehen Modelle, die industriell gefertigt und als Massenprodukt vermarktet werden. Im Jahr 2008 erfindet Tossar seinen Goldesel, das Otamaton. 120.000 Stück hat er bereits für je 30 € unters Volk gebracht und nun natürlich auch eine App entwickelt. Als Verkaufszugpferd verpflichtet Tossar das Trio J-Pop Nut. Beim Anblick dieser musizierenden Mädchen wirft auch der letzte Unentschlossene seinen Widerstand über Bord. Es gibt auf der Welt viele Menschen, die gerne ein Musikinstrument spielen würden. Aber weil das schwierig zu erlernen ist, sagen sich viele, das ist nichts für mich. Für diese Menschen gab es bisher kein Instrument. Aber einem Otamaton kann jeder Töne entlocken. Darauf kann jeder spielen, selbst wenn es falsch klingt. Deshalb kommt es so gut bei Leuten an, die kein herkömmliches Instrument spielen können. Musiker versuchen immer, originelle Musik zu machen. Aber neuartige Musik ist nicht das Ergebnis neuer Spieltechniken, sondern neuer Instrumente, wie zum Beispiel bei den DJs und ihren Plattenspielern. Darum geht es bei meiner Arbeit und ich hoffe, mit meinen Instrumenten dazu beitragen zu können, dass viel neue Musik entsteht. Nobumichi Tossar gibt mit seinem Instrument natürlich auch Konzerte, wie hier bei einem Straßenmusikfestival in Tokio. Begleitet von seinen Landsleuten des Open Reel Ensembles an ihren Tonspulen, gibt er die Otamaton-Version von Ravels Bolero zum Besten. Ein ohrenbetäubendes Meisterwerk. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze ein bisschen verrückt. Aber bei dieser Musik geht es vor allem um die Kommunikation zwischen den Menschen und darum, etwas Lebendiges zu schaffen. Kein Vergleich mit dem mechanischen Aspekt normaler Instrumente. Es ist natürlicher. Es erinnert mehr an menschliche Klänge. Was ist jetzt passiert? Wurde das Otamaton in einen Frosch verzaubert? Und muss man es küssen, damit es sich wieder in ein Instrument verwandelt? Nein, dieser Plüschfrosch ist ein Kerumin und das Werk von Yuji Okuyama, einem weiteren großen Tüftler der Fun-Music. Durch seine Band The Amazing Frogs bekommen Frösche endlich auch ihr verdientes Kapitel in der Musikgeschichte. Hochkonzentriert interpretiert das Trio hier Edith Piafs Hymne à l'amour. Als Yuji Okuyama mit 5 Jahren einem Laubfrosch tief in die Augen blickt, ist es um ihn geschehen. Als Aufwärmübung tüftelt der musikalisch völlig unbedarfte Elektronikingenieur ein paar Geräte aus, um dann 2006 die perfekte Kreatur zu erschaffen.
Man muss nur das Maul des Cherumins bewegen und ein paar Knöpfe drücken. Und schon hält sich die kleine Kröte für Freddie Mercury. Der Name Cherumin entsteht übrigens dadurch, dass ein Frosch auf Japanisch nicht Quark macht, sondern Kero. Mit der linken Hand bestimmt man die Tonhöhe und spielt die Melodie. Mit der rechten löst man den Ton aus. So. Die Melodie entsteht auf der einen Seite, der Rhythmus auf der anderen. Das Cherumin kann 16 verschiedene Tierlaute abbilden, vom Frosch bis hin zur Katze. Und natürlich auch die Stimme seines Schöpfers Yuji. Vor 4000 Jahren schnitzte Hermes, laut der griechischen Mythologie, ein Musikinstrument aus einem Schildkrötenpanzer. Und dann wäre da noch das Batokin der Mongolen, eine Geige mit Pferdekopf. Musikinstrumente und Tiere oder Puppen gehörten schon immer irgendwie zusammen. Und das Cherumin ist die Krönung dieser Verbindung, weil es beim Singen den Mund bewegt. Ob es sich verkauft, steht für mich nicht im Vordergrund. Ich mag an Fröschen, dass sie keinen Schwanz haben. Bei den Wirbeltieren haben nur Menschen und Frösche keinen Schwanz. Okay, sie sind klein und wir groß, aber es besteht trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit zu uns Menschen. Diese mit einem Stethoskop bewaffneten Musiker des Ensembles Mabel spielen mit Puppen. Im Idealfall sollte ein Matriomin-Spieler auch das Theremin, die Ätherwellengeige, beherrschen. Das erste elektronische Musikinstrument, das man beim Spiel nicht berührt, wird bereits 1919 erfunden. Das Theremin und die Matrjoschkas kommen beide aus Russland. Und weil ich eine unbändige Liebe zu diesem Land hege, dachte ich mir, es wäre toll, wenn ich diese zwei Bestandteile der russischen Kultur miteinander verbinden könnte. Der 45 Jahre alte Masami Takechi leitet das Orchester der singenden Matrjoschkas. Letztes Jahr hat der Theremin-Künstler zum ersten Mal Paris beglückt und ein Konzert in der Gaîté Lyrique gegeben. Masami Takechi stammt aus Osaka und macht sich 1993 nach Russland auf, um bei Lydia Kawina in die Lehre zu gehen. Sie ist die Großnichte von Leon Theremin, dem Erfinder der Ätherwellengeige. 3 Jahre später ist Takechi wieder in Japan und verfolgt die Idee, das Musizieren auf diesem schwierigen Instrument leichter und geschmeidiger zu machen. Und das ist ihm mit der Erfindung des Matriomins, einem Theremin, das in einer echten hölzernen Matrjoschka-Puppe steckt, auf beeindruckende Weise gelungen. Das Theremin soll ein populärer Kulturgegenstand werden, den sich jeder leisten kann. Und um es in Japan einzuführen, musste es unbedingt niedlich, wie wir sagen, kawaii aussehen. Aber ernsthafte Musiker finden das möglicherweise dämlich. In Japan, dem Land mit dem größten Theremin-Pro-Kopf-Aufkommen der Welt, hat sich das Matriomin bisher über 3000 Mal verkauft. Zumeist an Frauen. Wie kommt das denn?
Man kann ihnen etwas anziehen oder einen Hut aufsetzen, ohne dass es den Klang beeinträchtigt. Wir wählen die Kleidung passend zum Thema des Stücks. Jedes Instrument ist einzigartig, deshalb kümmere ich mich darum, als wäre es mein Kind. Es ist zwar ein Instrument, sieht aber aus wie eine Puppe. Ich liebe es sehr. Und das seht ihr gleich bei Tracks. Ein Cronenberg kommt selten allein. Davids Sohn Brandon hat mit seinem Film Antiviral ein Promi-Dinner der besonderen Art in den Kinosälen serviert. Mit Oh Children rächt sich Ian Curtis noch aus dem Jenseits an den New Wave-Hassern. Denen läuft es bestimmt kalt den Rücken runter bei unserem Live-Act der Woche. Doch zunächst reisen wir ins Jahr 1970. Hier empfangen die Brüder Magal und ihre Band Crium Delirium in Paris eine berühmte Hippie-Kommune aus Kalifornien. Ein paar Monate später macht sich die Hog Farm in ihrem Magic Bus auf den Weg nach Kathmandu. 20 Jahre vor Techno und Ecstasy schweben diese Weltenbummler schon permanent in höheren Sphären. In dem Film Psychedelic Roadbook erzählt Lionel Magal das fantastische Epos der Flower Power Gemeinschaft. Breathing in, take it in, breathe it out, 14 times. Deep breath in, deep breath out. At the end of the 14th breath, hold the breath. Hold the breath, stand up, and whoa, whatever sound is inherent in the breath, just let it go. Outside of Nuremberg, yes. That these army guys were doing the war games in the woods. Must be the Turkish army that I have amnesia here, I don't remember. Mount Ararat, perhaps, yes, where Noah crashed his ark and the first rainbow came, and the gas actually froze in the tank while we were driving, and this Turkish truck driver came along and said, when the lines thaw, he put the fire under the bus, he says, when the lines thaw, drive like hell. And, God knows we got out of there, we would have exploded. And saying, I'm here, still here talking with some really nice artwork on that bus too. And this wheel's on fire, rolling down the road. And thanks for the memories. Yes.